Neuer Freizeitpark in Deutschland, neue Fahrgeschäfte in Deutschland, ein einmaliges Konzert in Deutschland mit deutscher Musik aus deutschen Freizeitparks. Das alles und noch viel mehr jetzt in diesem Newsvideo. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen News Update Video hier auf dem Kanal. Und vielen Dank an Aufwind Rides für das Sponsoren dieses Videos. Aufwind Rides kennt ihr alle schon, Fahrgeschäftehersteller vor allem für Dark Rides, Motion Bases und Ähnlichem aus Deutschland, wo man alles schlüsselfertig sogar bekommen kann. Von der Idee übers Konzept, das Fahrgeschäft, den Aufbau und die Thematisierung und allem drum und dran. Und das sieht man auch ziemlich gut komprimiert und kompakt in Scotland Yard im Ravensburger Spieleland. Dazu wird es demnächst hier am Kanal auch noch ein bisschen was zu sehen geben. Eine Neuheit 2025, ein Semi-Dark Ride mit Motion Bases und verschiedensten anderen Sachen, die da zusammenkommen. Das haben wir detailliert jetzt die Tage endlich auch mal gefilmt und sind gefahren. Dazu demnächst also hier mehr. Und vielen Dank an Aufwind Rides für das Unterstützen dieses Videos. Und damit starten wir auch direkt mit dem ersten Thema für dieses Video. Und zwar mit dem Freizeitland Geiselwind. Hatten wir in den vergangenen News-Videos ja auch immer wieder dabei. Und jetzt gibt es die Neuheit Nummer 4 fürs Freizeitland Geiselwind. Es wurden bereits also 3 Neuheiten für nächstes Jahr angekündigt. Habt ihr in den vergangenen News-Videos gesehen? Als treue Abonnenten wisst ihr das. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht ihr das jetzt. Kostet euch nichts, hilft uns ungemein weiter. Und die 4. Neuheit 2026 fürs Freizeitland Geiselwind ist das Geheimnis des Drachentempels. Und was das werden wird, beschreibt der Park selber mit Full Motion Boat Ride. Und dass man sowas weltweit kaum ein weiteres Mal finden wird. Grundsätzlich wird es wenig überraschend auf eine Dschungelexpedition geben und die ist dann auf einer Full Motion Boat Ride Plattform inklusive sehr vieler Special Effects. Was es am Ende ganz genau ist, zeigen wir euch natürlich dann auch mal vor Ort, wenn wir das Ganze uns angucken. Was könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung das Ganze wohl gehen wird? Und grundsätzlich total verrückt und außergewöhnlich, was alles auf einmal im Freizeitland Geiselwind nächstes Jahr eröffnen soll. 2026 hätte ich auf 2026, 27, 28 und 29 gestretcht und hätte immer wieder was Neues geschaffen. Aber so gibt es also 4 Neuheiten nächstes Jahr im Freizeitland Geiselwind. Es wird ein neues Karls Erlebnisdorf geben. Das ist auch ein Satz, den ihr sehr oft wahrscheinlich hier auf dem Kanal schon gehört habt. Und der Harz ist jetzt dran und das erste Karls Erlebnisdorf kommt in den Harz. Was Karls Erlebnisdörfer sind, brauche ich glaube ich hier gar nicht mehr erklären. Da haben wir ja so unendlich viele Videos schon zugemacht. Und die Stadt Wernigerode ist die auserkorene Stadt im Harz, die ein Karls Erlebnisdorf bekommt, was bis Frühjahr 2028 dann eröffnen soll. Es war auch schon lange geplant, einen Standort im Harz zu eröffnen, hat aber sehr lange gedauert, um den perfekten Standort zu finden und auch zu bekommen. Aber als nächstes ist natürlich 2026 erstmal das neue Karls Erlebnisdorf in Oberhausen dran. Und natürlich werden wir das hier am Kanal euch auch zeigen, vorstellen und dorthin fahren. Wir bleiben immer noch in Deutschland und auch der Schwabenpark kündigt für 2026 noch eine Neuheit an, und zwar Turbo Toni. Was das genau ist, außer der schnellste Waschbär der Welt, verrät der Park noch nicht, sondern stellt eher die Frage, was könnt ihr euch vorstellen, was die Neuheit 2026 im Schwabenpark wird. Als mikrokleine Tipps kann ich euch mitteilen, dass das Ganze im Juli 2026 eröffnen soll und ab 3 Jahren fahrbar ist, wenn man von einer erwachsenen Person begleitet wird. Aber was konkret dabei rumkommt, was meint ihr? Freizeitparkmusik an sich ist ja schon eine sehr emotionale Sache, denn man hat eine tolle Zeit in tollen Parks und das ist dann am Ende ja auch der Soundtrack dazu und man verknüpft mit tollen Erlebnissen und Erinnerungen diese Freizeitparkmusik. Wenn man diese jetzt aber auch noch live irgendwie hören würde und das sogar mit einem richtigen Orchester, wäre ja eigentlich total absurd und verrückt. Und genau das könnt ihr 2026 machen. Coasters in Concert wird eine Veranstaltung im Juni sein, am 14. Juni in Hannover, und dort wird es Freizeitparkmusik von echten Orchester gespielt geben. Das Sinfonieorchester Hannover wird zusammen mit dem Chor der Leibniz-Universität Hannover unter der Leitung des Dirigenten Tobias Roka ein Konzert spielen, Coasters in Concert, und dort gibt es dann von Andreas Kübler und Sebastian Kübler komponierte Freizeitparkmusik aus deutschen Freizeitparks, die dort
aufgeführt werden und das einfach mal mit entspannten 130 Personen dann auf der Bühne. Und ihr kennt ja die epischen Soundtracks von Schwur des Kernern, Krake, Kolossos und so weiter. Und diese Musik wird dann bei Coast & Concert von einem Orchester mit einem Chor zusammen gespielt. Da habe ich richtig Bock drauf. Das Ganze findet am 14. Juni in Hannover statt und natürlich werden wir auch vor Ort sein und wir werden auch darüber berichten, wenn ihr das auch live erleben wollt. Den Ticketshop verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst, glaube ich, aber schnell sein, denn einige Tickets sind schon weg und es geht teilweise schon ab 26 € pro Ticket los. Das ist also ein absoluter Schnapper und dafür kann man dann, egal von wo, glaube ich, einfach mal nach Hannover fahren und sich das Ganze live vor Ort angucken, weil es auch wahrscheinlich eine einmalige Sache ist und eine ziemlich große, spektakuläre Sache. Ich habe da richtig Bock drauf, freue mich da drauf und ihr könnt euch eventuell noch was zu Weihnachten wünschen. Und wenn ihr da schon bei seid, euch was zu Weihnachten zu wünschen und euch dran halten müsst, weil es nicht mehr viele gibt, sind wir bei unserem Buch. Ich habe es im letzten Video schon mal erwähnt, ich erwähne es jetzt auch noch mal kurz, weil halt wirklich nicht mehr viele da sind. Australia Amusement Tour, unser erstes eigenes Buch, inklusive Hörbuch und allem drum und dran, findet ihr bei writereview-shop.de. Alles andere habe ich da schon zu erzählt, aber wenn ihr dazu noch Fragen habt, auch gerne mit in die Kommentare. Checkt das aus, ist echt cool geworden, glaube ich. Ein bisschen komisch, das über sein eigenes Buch zu sagen, aber es ist echt cool. Und wenn ihr das Buch schon habt und gelesen habt oder gehört habt oder einfach nur angeguckt habt, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass es den Freizeitpark Dreamworld in Australien gibt. Und dort gibt es noch eine große, ja, ich nenne es mal Schaukel, Frisbee, Claw. Und diese Kralle ist verschwunden aus dem Park. Das haben wir euch auch schon in vielen Newsvideos gezeigt und erklärt. Wir hatten sogar einen Vortrag auf der Japan-Messe in, ich glaube, Amsterdam war es, auch im Kanal schon. Und diese Attraktion wird durch King Claw ersetzt. Ein neuer Gyroswing von Intermin Amusement Rides, einfach ein richtig cooles Fahrgeschäft. Und was ihr im Buch ebenfalls gelernt habt, ist, es ist jetzt Hauptsaison in Australien, das ist eine andere Seite der Welt, jetzt ist der Sommer. Und es gibt jetzt noch ein paar coole Fakten zum Vergleich von Claw zu King Claw, was sich geändert hat. Und statt 32 können jetzt 40 Personen gleichzeitig mitfahren. Und das Fahrgeschäft ist nicht mehr nur 17 Meter hoch, sondern 27 Meter und schwingt jetzt nicht mehr nur 26 Meter aus, also vorher war der Ausschwung niedriger als das Fahrgeschäft jetzt hoch ist, sondern auf sage und schreibe 42 Meter und die Geschwindigkeit ist von 64 km/h auf 98 km/h gestiegen. Ziemlich krasser Sprung, aber diese Gyroswings sind meiner Meinung nach richtig gut und eigentlich auch ist das ganz cool zu sehen, wenn man echt eine Attraktion hat, die A, beliebt ist, B, ihren Lifecycle erreicht hat und ersetzt werden muss. Und man denkt sich, okay, dann machen wir das mit dem Gleichen, weil es einfach perfekt ist an der Stelle und die Leute genau das wollen. Es ist trotzdem spannend zu sehen, wie cool dann das Upgrade werden kann. Das Bobbejaanland in Belgien wird sich auch upgraden und zwar mit einem neuen Themenbereich und zwar ab 2027 einem Nickelodeon-Land im belgischen Bobbejaanland. Und da gibt es dann auch gleich 3 neue Attraktionen dazu. Von Art Engineering hier aus Deutschland einen Wild Swing. Geniales Fahrgeschäft, machst du einfach nichts mit falsch. Von Zamperla aus Italien ein Family Drop Tower und ebenfalls von Zamperla aus Italien den Big Waves. Das ist eine Attraktion, wo man in der Gondel sitzt und diese Gondel schlägt quasi im Wasser ein. Müssen wir mal ein eigenes Video zu machen, das im Detail erklären, was es genau ist. Sieht auf jeden Fall unglaublich spektakulär aus. Ich erwarte aber nicht unbedingt die spektakulärste Fahrt, aber mehr dazu, wenn ich es auch überhaupt mal gefahren bin und mir da wirklich ein Urteil zu bilden kann. Zu Dingen, wo man erstmal abwarten muss, gehören auch diese absoluten Megaprojekte, die angekündigt werden, wie zum Beispiel Dracula Land in Rumänien. Und zwar soll in der Nähe von Bukarest in Rumänien ein neuer Themenpark entstehen, Dracula Land. Wenn man das laut oft hintereinander ausspricht, ist das wirklich ein Problem. Und das Ganze soll das größte Unterhaltungs-, Einzelhandels- und Technologiezentrum Europas werden. Und neben dem Dracula-Land Themenpark mit 40 Attraktionen soll es noch eine Mehrzweckarena, ein 4-Sterne, ein 3-Sterne Plus und ein 3-Sterne-Hotel geben, ein Luxus-Outlet, Wasserpark, Thermalbad und eine Rennstrecke mit Motorsport, Park und vielem weiteren.
Und das ist natürlich absolut crazy, das ist sehr krass, aber da finde ich immer, okay, das haben wir auch schon oft gehört. Warten wir mal ab, ob das kommt. Wenn es kommt, ist es mega und dann freue ich mich und dann werden wir auch da sein. Ihr habt vielleicht unsere Tour gesehen, Balkan Boogie, wo wir einfach von Österreich aus durch Slowenien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Albanien, Griechenland, Rumänien und zum Schluss noch Bulgarien und vorher Bulgarien, zum Schluss Rumänien und dann ganz am Schluss Ungarn gefahren sind. Und geile Länder, geile Leute, geile Landschaft, geiles Essen und auch schon jetzt ein paar coole Spots, wo man hinfahren kann, um was zu fahren. Aber so ein Themenpark wäre natürlich grandios. Und ja, was haltet ihr davon? Erwartet ihr, dass es wirklich kommt? Und wo seht ihr euch? Werdet ihr dann dahin reisen, um euch das Ganze anzugucken? Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ihr guckt in der Zeit auf jeden Fall den Balkan Boogie oder ins Buch oder sonst was oder geht einfach raus und habt eine gute Zeit. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr wieder hier auf dem Ride Review YouTube-Kanal.